Eisheilige im Garten. Diese Fehler solltest du jetzt vermeiden. Hallo und willkommen bei Garten Lea. Der Mai fühlt sich im Garten oft schon wie ein kleiner Sommer an. Die Sonne hat mehr Kraft, viele Beete sind vorbereitet. Jungpflanzen stehen kräftig in ihren Töpfen und überall entsteht dieses Gefühl. Jetzt kann es endlich richtig losgehen. Doch genau in dieser Zeit lohnt sich ein zweiter, ruhiger Blick auf den Garten. Denn Mitte Mai gibt es eine kritische Phase, die Eisheiligen. Sie kommen nicht jedes Jahr gleich stark, manchmal bleiben sie fast unbemerkt, manchmal bringen sie nur kühle Nächte und manchmal reicht eine einzige frostige Nacht, um empfindliche Pflanzen schwer zu schädigen. Gerade deshalb geht es jetzt nicht darum, Angst vor dem Wetter zu haben. Es geht darum, vorbereitet zu sein. Denn wer versteht, was in diesen Tagen passieren kann, schützt seinen Garten mit wenigen einfachen Handgriffen. Heute schauen wir uns die wichtigsten Fehler rund um die Eisheiligen an. Nicht hektisch, nicht dramatisch, sondern so, dass du genau weißt, welche Pflanzen jetzt Schutz brauchen, welche warten dürfen und worauf du nachts wirklich achten solltest. Kapitel 1: Warum die Eisheiligen im Garten noch wichtig sind. Die Eisheiligen liegen traditionell Mitte Mai, vom 11. bis 15. Mai. In manchen Regionen kann es auch früher oder später kritisch werden, denn das Wetter hält sich nicht exakt an alte Bauernregeln. Trotzdem steckt in dieser Regel viel Erfahrung. Im Mai kann es tagsüber schon angenehm warm sein. Die Erde erwärmt sich, die Pflanzen treiben kräftig aus und viele Jungpflanzen sehen so stabil aus, dass man kaum glauben möchte, dass Kälte gefährlich wird. Doch gerade klare Nächte können tückisch sein. Wenn der Himmel wolkenlos ist, strahlt der Boden Wärme ab. Kalte Luft sammelt sich in Senken und direkt über der Erde. Dann ist es am Boden kälter, als die App anzeigt. Für robuste Pflanzen ist das kein Problem. Aber wärmeliebende Kulturen wie Tomaten, Paprika, Gurken oder Basilikum reagieren empfindlich. Schon wenige Grad über dem Gefrierpunkt können sie stressen. Richtiger Frost kann junge Pflanzen vollständig zerstören. Das Entscheidende ist also nicht, ob der Mai sich tagsüber warm anfühlt. Entscheidend ist, was nachts direkt am Boden passiert. Kapitel 2: Fehler. Zu früh ins Freiland pflanzen. Der häufigste Fehler passiert oft aus Begeisterung. Die Jungpflanzen stehen bereit, die Fensterbank ist voll, im Gewächshaus wird es eng. Und nach ein paar warmen Tagen wirkt es logisch, Tomaten, Paprika oder Gurken endlich ins Beet zu setzen. Doch genau hier lohnt sich Zurückhaltung. Empfindliche Pflanzen sollten erst dann dauerhaft nach draußen, wenn die Frostgefahr wirklich deutlich geringer ist. Besonders Tomaten, Gurken und Paprika mögen keine kalten Nächte. Sie wachsen bei niedrigen Temperaturen nicht einfach langsam weiter, sondern geraten unter Stress. Dieser Stress sieht zunächst unscheinbar aus. Die Blätter hängen etwas, das Wachstum stockt, die Pflanzen wirken fahl oder verfärben sich leicht. Manchmal erholen sie sich später wieder, aber oft verlieren sie genau den Vorsprung, den man durch das frühe Vorziehen eigentlich gewinnen wollte. Darum ist es sinnvoller, die Pflanzen noch ein paar Tage geschützt zu halten, statt sie zu früh auszusetzen. Wer bereits ausgepflanzt hat, muss nicht in Panik geraten. Dann geht es jetzt darum, die Pflanzen nachts gut zu schützen. Im Garten ist ein paar Tage Geduld manchmal der beste Schutz. Kapitel 3: Fehler. Nur auf die Wetter-App schauen. Viele schauen abends auf die Wetter-App und sehen dort 4 oder 5 Grad. Dann wirkt alles sicher. Schließlich ist das noch kein Frost. Aber im Garten zählt nicht nur die offizielle Lufttemperatur. Wetterstationen messen meist in einer bestimmten Höhe über dem Boden. Die Pflanzen stehen aber direkt am Beet. Dort kann es in klaren Nächten deutlich kälter sein. Besonders gefährdet sind offene Flächen, Hochbeete ohne Schutz und Beete, die dem Wind stark ausgesetzt sind. Fühlt sich der Boden am Abend schon sehr kalt an? Ist die Luft klar und still? Dann kann die Nacht stärker auskühlen, als es scheint. Ein einfacher Test hilft: Lege die Hand flach auf die Erde. Fühlt sich die Erde kalt und hart an, fast wie ein Stein, dann ist Vorsicht sinnvoll. Natürlich ersetzt das kein Thermometer, aber es schärft den Blick für das, was direkt im Beet passiert. Und genau dieser Blick macht den Unterschied. Kapitel 4: Fehler. Falsches oder zu dünnes Abdeckmaterial verwenden. Wenn Frost angekündigt ist, greifen viele schnell zu einem Vlies. Das ist grundsätzlich gut. Aber ein dünnes Vlies allein reicht nicht immer aus.
Besonders dann nicht, wenn die Nacht sehr klar wird. Abdecken bedeutet nicht nur, etwas drüber zu legen. Es geht darum, ein Luftpolster zu schaffen und Bodenwärme zu halten. Darum funktionieren mehrere lockere Schichten oft besser. Ein Gartenvlies kann die erste Schicht sein. Auch alte Jutesäcke, umgedrehte Eimer oder Schutzhauben können helfen. Wichtig ist, die Abdeckung darf die Pflanze nicht zerdrücken. Gerade junge Tomaten oder Gurken haben weiche Triebe. Wird das Vlies zu straff gezogen, kann es Blätter knicken. Besser ist es, kleine Bögen oder Stäbe zu verwenden, damit das Material locker über der Pflanze liegt. Auch wichtig: morgens muss die Abdeckung wieder geöffnet werden, sobald die Sonne stärker wird. Unter Hauben oder Eimern kann es sich schnell aufheizen. Dann entsteht Feuchtigkeit und die Pflanzen bekommen zu wenig Luft. Schutz in der Nacht ist gut. Aber tagsüber brauchen die Pflanzen wieder Licht, Luft und Bewegung. Kapitel 5: Fehler: Kübelpflanzen vergessen. Bei Frostschutz denken viele zuerst an Beete. Doch Kübelpflanzen sind oft noch empfindlicher. Ein Topf steht frei. Die Erde darin kühlt von allen Seiten viel schneller aus als direkt im Gartenboden. Das betrifft Olive, Oleander, Hortensien oder Lavendel im Topf. Besonders kritisch sind kleine Töpfe. Je weniger Erde ein Topf enthält, desto schneller verliert er Wärme. Darum lohnt sich vor einer kalten Nacht ein kurzer Rundgang über Terrasse, Balkon und Hauseingang. Welche Töpfe sind klein und leicht? Welche Pflanzen treiben gerade frisch aus? Kübelpflanzen lassen sich oft einfach schützen. Stelle sie nah an eine Hauswand. Dort sind sie geschützter und die Wand gibt nachts Wärme ab. Kleine Töpfe können für eine Nacht in den Schuppen, die Garage oder an einen geschützten Platz gestellt werden. Größere Kübel lassen sich mit Jute oder Vlies umwickeln, um den Topf und den Wurzelbereich zu schützen. Gerade bei Kübelpflanzen reichen oft 10 Minuten Vorbereitung, um größeren Schaden zu vermeiden. Kapitel 6: Fehler: Hochbeet und Frühbeet zu sicher einschätzen. Ein Hochbeet erwärmt sich im Frühjahr schneller als ein normales Beet. Genau deshalb nutzen viele es gerne für einen frühen Start. Aber auch ein Hochbeet ist nicht automatisch frostfrei. Die erhöhte Lage bringt Vorteile, aber sie kann auch dazu führen, dass Wind stärker an das Beet kommt. Und wenn empfindliche Pflanzen bereits darin stehen, brauchen sie bei kalten Nächten genauso Schutz wie Pflanzen im normalen Beet. Besonders gefährdet sind junge Gurken, Zucchini oder Basilikum im Hochbeet. Auch im Frühbeet kann es kritisch werden. Tagsüber erwärmt es sich schnell, aber nachts kann die Temperatur stark fallen, wenn keine zusätzliche Isolierung vorhanden ist. Darum lohnt sich hier eine einfache Routine: am Abend schließen, bei Frostgefahr zusätzlich abdecken. Am Morgen lüften, sobald die Sonne stärker wird. Gerade im Frühbeet ist Lüften wichtig, weil sich sonst Feuchtigkeit staut. Und stehende Feuchtigkeit kann Pilzkrankheiten begünstigen. Das Ziel ist also ein Gleichgewicht: nachts schützen, tagsüber Luft geben. So bleiben Jungpflanzen stabil und wachsen gleichmäßiger weiter. Kapitel 7: Fehler: Nach den Eisheiligen zu lange zögern. Es gibt noch einen Fehler, der seltener erwähnt wird. Nach den Eisheiligen warten manche zu lange. Das passiert besonders dann, wenn man im Vorjahr schlechte Erfahrungen gemacht hat. Man wird vorsichtiger. Vorsicht ist gut. Aber irgendwann brauchen wärmeliebende Pflanzen ihren Platz im Beet. Tomaten, Paprika, Gurken, Kürbis und Zucchini benötigen Wärme, Licht und Zeit. Wenn sie zu lange in kleinen Töpfen bleiben, stoßen die Wurzeln an Grenzen. Die Pflanzen können vergeilen, Nährstoffmangel entwickeln oder später schlechter anwachsen. Darum ist der richtige Weg nicht möglichst früh, aber auch nicht möglichst spät. Der richtige Weg ist beobachten und dann entschlossen handeln. Wenn die Eisheiligen vorbei sind, keine Frostnächte mehr angekündigt werden und der Boden sich gut erwärmt hat, dürfen die Pflanzen nach draußen. Am besten nicht direkt an einem extrem heißen Tag, sondern an einem milden, etwas bewölkten Tag oder gegen Abend. So können sie sich ruhiger an den neuen Standort gewöhnen. Auch nach dem Auspflanzen ist ein paar Tage Schutz sinnvoll. Nicht unbedingt vor Frost, sondern vor Wind, starker Sonne und Temperaturschwankungen. Ein einfaches Vlies kann jungen Pflanzen auch dann helfen. Kapitel 8: Was du jetzt konkret tun kannst. Wenn du unsicher bist, hilft eine einfache kleine Abendrunde durch den Garten. Schau zuerst auf die empfindlichen Pflanzen wie Tomaten oder Basilikum.
Entscheide dann, ob sie für die Nacht abgedeckt werden sollten. Schau danach auf die Kübelpflanzen. Kleine Töpfe können geschützt gestellt werden, größere Kübel rücken näher an die Hauswand. Prüfe Hochbeet und Frühbeet auf empfindliche Jungpflanzen. Ist Frost angekündigt? Dann lieber einmal zu viel schützen als zu wenig. Zuletzt lohnt sich ein Blick auf den Boden. Verlass dich nicht nur auf Apps oder Zahlen, sondern auf den Garten selbst. Der Garten zeigt oft deutlich, was er braucht. Innehalten und hinsehen. Die Eisheiligen sind kein Grund zur Angst. Begleite deinen Garten in diesen Tagen besonders aufmerksam. Zu frühes Pflanzen bedeutet unnötigen Stress für empfindliche Gewächse. Wer falsch abdeckt oder Kübelpflanzen vergisst, riskiert Frostschäden. Achte auf den richtigen Schutz für jede Pflanzengruppe. Gute Gartenarbeit ist nicht hektisch oder ängstlich, sondern aufmerksam, ruhig und passend zum Wetter. So kommen deine Pflanzen besser durch die Übergangszeit und starten kräftiger in den Sommer. Danke, dass du dir Zeit für deinen Garten genommen hast und für Garten Lea.